Über das frühe Leben von Pedra Rodriguez ist nur bekannt, dass er um 1979 in Barcelona geboren wurde. Ebenso geheim gehalten werden die Namen seiner nächsten Verwandten. Die verfügbaren Informationen über die Biografie dieses Mannes beginnen im Jahr 2000, als er als Transportagent für die Stadtpolizei von Barcelona arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits verheiratet. Er hatte sogar ein Kind aus dieser Ehe. Einer seiner Freunde, der Anwalt Francisco Ruiz, beschrieb ihn als ausgeglichenen Menschen. Pedros Handlungen bewiesen jedoch das Gegenteil. So hielten Pedra und sein Partner am 15. August 2016 einen Mopedfahrer an, der an einem Kontrollpunkt nicht angehalten hatte. Im Laufe der Ermittlungen schlug einer der Polizisten den Mopedfahrer. Wegen dieses Vergehens leitete die Innenabteilung der Polizei von Barcelona ein Disziplinarverfahren gegen die Beamten ein, da sie das Verhalten von Pedra und seinem Kollegen als Amtsmissbrauch wertete. Daraufhin folgte ein Gerichtsverfahren. Für diesen Zeitraum wurden Pedra und sein Kollege vorübergehend vom Dienst suspendiert. Nach diesem Vorfall zwischen September und Oktober 2016 trennte sich Pedra von seiner Frau und verließ praktisch seinen kleinen Sohn. Später lernte er in der Motorradabteilung der Stadtpolizei Rosa Peral kennen, und dies wurde zu einer schicksalhaften Begegnung. Über Rosa ist bekannt, dass sie in einer Gemeinde im Großraum Barcelona, 15 Kilometer von Ciutadella entfernt, aufgewachsen ist. Rosas Familie war aus Andalusien ausgewandert und lebte in einer Gegend, in der fast alle aus derselben autonomen Region stammten. Ihr Vater, Francisco Peral, arbeitete als Wachmann, und es ist bekannt, dass Rosa einen Bruder hatte. Nach Meinung der Nachbarn war die Familie Peral eine ganz normale Familie, und Rosa selbst wurde als sehr hübsches und nettes Mädchen mit einem angenehmen Charakter beschrieben. Rosa war lange Zeit mit einem Freund zusammen, dem Programmierstudenten Ruben Carbo. Mit etwas über 20 Jahren nutzte Rosa erfolgreich ihr Aussehen und arbeitete als Kellnerin in einem Nachtclub. Ihr Freund Ruben trat zur gleichen Zeit eine Stelle bei der Stadtpolizei von Barcelona an. Da sie verliebt war, wollte Rosa ihrem Freund nacheifern und beschloss sogar, ihr Leben mit dem gleichen Beruf wie er zu verbinden. Sie musste hart arbeiten, um die juristischen Prüfungen zu bestehen und die körperliche Ausbildung zu absolvieren. Am Ende zahlte sich ihre Mühe aus. Im Alter von 23 Jahren erreichte Rosa ihr Ziel und trat in den Polizeidienst, wo sie einen sicheren und gut bezahlten Job bekam. Kurz darauf heiratete sie Ruben und bekam später sogar 2 Kinder von ihm. Es schien, als würde ihr Leben wunderbar verlaufen. Sie war eine angesehene Frau, zog ihre Töchter groß, verband dies mit ihrer Arbeit und trat mehrfach in Werbespots auf, die zu gutem Benehmen aufriefen. Das Leben der Frau wurde buchstäblich zerstört, als am 23. Februar 2008 von ihrem E-Mail-Konto aus ein Foto an alle ihre Kollegen verschickt wurde, auf dem sie beim Geschlechtsverkehr mit einem unbekannten Mann zu sehen war. Später stellte sich heraus, dass ihr Liebhaber ein jüngerer Inspektor namens Askar S. war. Rosa erstattete bei der Polizei Anzeige gegen ihn. Ihr Bestreben, ihren Liebhaber zu bestrafen, war jedoch nicht erfolgreich. Die einzige Maßnahme, die ihre Vorgesetzten in dieser Angelegenheit ergriffen, bestand darin, beide aus der Abteilung für Sonderfälle zu versetzen. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, wer dieses Foto verschickt hatte. Außerdem hörte der Versand nicht auf, und jeden Tag erhielten immer mehr Kollegen von Rosa Fotos mit ihr. Natürlich hatte Rosa nach diesem Vorfall das Gefühl, dass alle um sie herum sie verurteilend ansahen. Außerdem konnten sich viele von ihnen nicht zurückhalten und äußerten negative Kommentare. Bis 2012 war Rosa für viele als egoistische Frau bekannt, die nicht in der Lage war, mit ihren Problemen umzugehen. Diese Beschreibung stand in starkem Kontrast zu der, die ihre Bekannten vor dem Vorfall mit den Fotos von ihr hatten. Eine weitere Figur in dieser Geschichte ist Albert López Ferreira, mit dem Rosa zusammenarbeitete. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Erzählung einen verwirrenden und mysteriösen Charakter an. Über Alberts Biografie ist fast nichts bekannt. Außerdem hatte der Mann kaum Kontakt zu seinen Nachbarn und traf sich lieber nur mit seinem engen Freundeskreis. Weitere Informationen über ihn finden sich in seinen sozialen Netzwerken. Dort zeigte er wiederholt, wie sehr er das Boxen liebt und sich dafür begeistert. Hinzu kommt die Beschreibung seiner Verwandten, die erzählten, dass Albert einen aufbrausenden Charakter hatte
was mit der Zeit zu Problemen in seinen Arbeitsbeziehungen führte. Seine Aggressivität führte dazu, dass er zwischen 2011 und 2012 sogar 2 Verurteilungen wegen Körperverletzung erhielt. Eines der Urteile stand im Zusammenhang mit einem Vorfall auf einer öffentlichen Straße. Albert schlug einen Straßenhändler senegalesischer Herkunft brutal zusammen, obwohl er nicht im Dienst war. Diese Schlägerei wurde auf Video aufgezeichnet und erlangte dadurch sogar eine gewisse Bekanntheit. Albert und Rosa waren Partner. Ihre Arbeit erforderte es, dass sie 12 Stunden lang die Straßen von Barcelona patrouillierten, und es ist nicht verwunderlich, dass sie sich mit der Zeit näher kamen und ein Liebespaar wurden. Im Jahr 2014 waren beide an der Festnahme eines Mannes beteiligt, der schließlich unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Der Fall wurde aus unbekannten Gründen eingestellt. Die Beziehung zwischen Albert und Rosa war von Zeit zu Zeit. Sie schien nicht enden zu müssen, aber es gab keine Entwicklung. Es schien, als sei Albert mit dieser Situation zufrieden. Und er deutete nie auch nur ansatzweise an, dass er Rosa näher kommen oder zumindest ihre Kinder kennenlernen wolle. Es ist nicht verwunderlich, dass Rosa, als Ruben sie schließlich verließ, nachdem er ihren Verrat und ihre Untreue erkannt hatte, schließlich zu Pedro ging, einem Freund von Albert, der immer großes Interesse an einer Beziehung mit Rosa gezeigt hatte. Francisco Ruiz, ein Freund von Pedro, erzählte später, dass Pedro tatsächlich die besten Absichten gegenüber Rosa hatte und sogar vorhatte, mit ihr eine Familie zu gründen. Die Absicht des Mannes spiegelte sich in seiner Bereitschaft wider, Silvester mit Rosa und ihren Kindern zu feiern, sowie in der Tatsache, dass er fast sofort zu ihnen zog. Als Albert von dieser scheinbar festen Beziehung erfuhr, schrieb er Rosa unverzüglich einen Brief mit Drohungen und der Forderung nach einer Erklärung. Die Frau antwortete darauf, dass ihre Beziehung zu Pedro niemals so sein würde wie die zwischen ihnen beiden. Somit beendete Rosa diese Beziehung nicht vollständig, sondern gab nach außen hin vor, nur Pedro bedingungslos treu zu sein. Rosas Ex-Mann Ruben begann zur gleichen Zeit eine Beziehung mit einer neuen Frau namens Antonia. Diese erzählte später, dass sie sich während des Scheidungsprozesses sehr mit Rosa angefreundet habe und bemerkte sogar, dass Rosa aufrichtig versucht habe, die Spannungen zwischen ihnen allen abzubauen. Im Gegenzug war Antonia immer wieder bereit, sich Rosas Beschwerden über Ruben anzuhören. Dies half der neuen Frau, sich davon zu überzeugen, dass Rosa und Ruben nichts mehr verband. Sobald die Scheidung rechtskräftig war, heirateten Ruben und Antonia. Allerdings blieb noch die Frage des Sorgerechts für die Töchter von Rosa und Ruben offen. Die Mädchen äußerten die Meinung, dass sie sich zu Hause, umgeben von ihrer Mutter und Pedro, wohler fühlten, und die Erwachsenen beschlossen einfach, den Wünschen der Kinder nachzukommen. Es schien alles wunderbar zu laufen. Rosa, Pedro und die Töchter unternahmen oft gemeinsame Reisen und Spaziergänge. Die Harmonie und Stabilität dieser Beziehung war auf den Fotos, die Rosa und Pedro auf ihren Social-Media-Seiten veröffentlichten, deutlich zu sehen. Pedro fühlte sich gut in Rosas Familie integriert und beschloss, den nächsten Schritt zu wagen. Er kaufte einen Ring und machte seiner Geliebten bald einen Heiratsantrag, den sie freudig annahm. Gleichzeitig traf sich Rosa, wenn auch sehr selten, weiterhin mit Albert. Sie beklagte sich sogar bei ihm, dass Pedro einen schlechten Charakter habe. Und das, obwohl Rosa kurz nach der Verlobung ihre Freundinnen traf, ihnen den Ring zeigte und erwähnte, dass Pedro ein viel besserer Fang sei als Albert und ihnen ausführlich beschrieb, was für ein wunderbarer Mann ihr Verlobter sei. Vielleicht aus Eifersucht, vielleicht weil er sie vermisste, begann Albert darauf zu bestehen, ihre Beziehung zu Rosa wieder aufzunehmen. Ende 2017 zahlte sich seine Beharrlichkeit aus und bald fanden ihre Treffen wieder so häufig statt wie früher und zwischen ihnen entflammte eine neue Leidenschaft. Zu allem Überfluss schenkte er ihr auch noch einen Ring, den sie heimlich vor ihrem offiziellen Verlobten trug, weil ihr, wie ihre Freundinnen erzählten, die Idee einer doppelten Verlobung amüsant erschien und ihr sogar schmeichelte. Jedenfalls begann Pedro mit der Zeit zu bemerken, dass Rosas Verhalten irgendwie seltsam geworden war. Die Braut hörte auf, ihn vor dem Schlafengehen zu küssen, ihm Zärtlichkeiten zu zeigen, und ihr abwesender Blick deutete darauf hin, dass ihre Gefühle für ihn erloschen waren. Pedro wollte das natürlich nicht einfach hinnehmen und verlangte von Rosa eine Erklärung. Er hatte das Gefühl, dass sie ihm etwas verschwieg.
Irgendwann begann ihm das Verhalten von Rosa sogar Angst zu machen. Er konnte es nicht erklären, aber irgendetwas ließ ihn befürchten, dass Rosa sich sehr bald von ihm trennen würde. Entweder im wörtlichen oder im übertragenen Sinne. Jede nächtliche Kommunikation der Frau mit jemand anderem weckte zunehmend Misstrauen. Doch als Pedro offen mit ihr darüber sprechen wollte, leugnete Rosa alles und versteckte sich hinter der Ausrede, dass sie wegen der bevorstehenden Hochzeitsvorbereitungen einfach nervös sei und lenkte das Gespräch schließlich auf die Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Pedros Zweifel und Unsicherheit wirkten sich wiederum auf Rosa aus. Sie erzählte ihren engen Freundinnen, dass Pedros Eifersucht sie wütend mache und beklagte sich darüber, dass er ständig Streit anzettle. An einem Punkt dieses komplizierten Liebesdreiecks wandte sich Albert direkt an Pedro, um seine heimliche Affäre mit Rosa offenzulegen, was offensichtlich zu erheblichen Spannungen in der Beziehung führte. Wie es Rosa gelang, Konflikte und offene Skandale zu vermeiden, wissen nur die unmittelbar Beteiligten dieser ungewöhnlichen Beziehung. Wie dem auch sei. Obwohl Pedro und Rosa zusammenblieben, verschlechterte sich ihre Beziehung zueinander spürbar. Nach Rosas Schilderungen zu urteilen, wurde Pedro zunehmend aggressiv und begann, jeden ihrer Schritte zu kontrollieren. Diese Aussagen konnten jedoch nie eindeutig bestätigt werden. Mit der Zeit begann Rosa darüber nachzudenken, wie sie ihren Verlobten loswerden könnte, und nach ihren Vorstellungen sollte Albert dabei eine zentrale Rolle spielen. Ungefähr im April 2017 schrieb Rosa Albert eine Nachricht, in der sie ihren Plan detailliert darlegte, der sogar Rache an Ruben beinhaltete, da der Rechtsstreit zwischen ihnen um das Sorgerecht für ihre 6- und 4-jährigen Töchter noch immer andauerte. Zu dieser Zeit erholte sich Pedro von einer Wirbelsäulenoperation, bei der ihm eine Titanprothese eingesetzt worden war. Rosa war jedoch weiterhin stark von der Geschichte um das intime Foto belastet, und gerade in dieser Phase überwand Pedro seine körperlichen Schmerzen und widmete sich ganz ihrer Unterstützung. Es war Pedro, der darauf bestand, dass Rosa erneut Beschwerde gegen den jüngeren Inspektor einreichte, und als sie sich schließlich dazu entschloss, zeigte er ihr seine Unterstützung, indem er sie bei der Einreichung der Beschwerde begleitete. In den letzten Apriltagen kaufte Rosa ein Einweg-Mobiltelefon, das nur 2-mal aktiviert wurde. Am Abend des 30. April verbrachte das Paar einen angenehmen Abend bei einem Abendessen außerhalb des Hauses, und am Morgen des 1. Mai machten sie sich auf den Weg zu einem Familientreffen mit Rosas Kindern und Verwandten. Einige Stunden später, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt waren, brachte die Frau ihre Töchter in das Obergeschoss des Hauses und bat sie, dort zu bleiben. Ab diesem Zeitpunkt wird die Chronologie der Ereignisse zunehmend unübersichtlich und die später vorgebrachten Versionen widersprechen sich entweder gegenseitig oder den festgestellten Tatsachen. Dennoch heißt es in der offiziellen Untersuchung, dass Albert und Rosa Pedro in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai mit einer unbekannten Substanz vergiftet hätten. Diese Substanz führte dazu, dass der Mann nahezu handlungsunfähig war und seine Reflexe stark eingeschränkt wurden. In diesem Zustand wurde er getötet. Während der Ermittlungen kursierte zudem eine inoffizielle Version, die auf der Aussage des ältesten Kindes von Rosa beruhte. Das Mädchen erklärte, sie habe gesehen, wie ihre Mutter, die voller Blut gewesen sei, Pedro die Treppe hinuntergestoßen habe. Diese Aussage wurde im Gerichtsverfahren nicht berücksichtigt, da das Mädchen minderjährig war. Unstrittig bleibt jedoch, dass Albert und Rosa in dieser Nacht Pedros Leiche in seinem eigenen Auto versteckten. Am folgenden Tag überließ Rosa ihre Kinder der Obhut ihres Großvaters Francisco, ihres Vaters. Während dieses Treffens bat Rosa ihren Vater anzugeben, er habe Pedro gesehen, falls jemand nach ihm fragen sollte. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt geworden, dass Pedro verschwunden war. Um sich zu rechtfertigen, erzählte Rosa, dass sie sich am Vorabend heftig gestritten hätten und der Mann schließlich einfach gegangen sei, ohne ihr etwas zu sagen. Nur wenige Stunden später fuhr Rosa in Begleitung von Albert mit Pedros Auto zum Voßsumpf. Sobald sie dort angekommen waren, zündeten sie das Auto an und flohen unmittelbar vom Tatort. Rosa traf gezielt Vorsichtsmaßnahmen, um den Verdacht von sich abzulenken. Sie ließ Pedros Telefon bei ihm und schickte, als sie das Haus von Ruben und Antonia erreicht hatte, eine Nachricht von seinem Mobiltelefon aus. Zu den zahlreichen Täuschungen und Liebesaffären kam hinzu,
dass Rosa in den Stunden nach der Verbrennung des Autos intime Fotos an ihren Nachbarn Manuel schickte. Am 4. Mai 2017 fuhr Joel, ein Radfahrer aus Calafell in Tarragona, mit seinem Fahrrad auf den Wegen rund um das Sumpfgebiet Foz. Als er das ausgebrannte Auto entdeckte, blieb er wie erstarrt stehen. Er hatte so etwas noch nie gesehen und verständigte sofort den Notdienst. Als Erste trafen die Polizisten ein und konnten lediglich vollständig verkohlte, nicht identifizierbare menschliche Überreste feststellen. Gegen 18 Uhr wurde die katalanische Polizei hinzugezogen. Sie sperrten die Autobahn neben der Straße, auf der das Auto gefunden worden war, um alle notwendigen Beweise zu sichern. Pedros Überreste konnten anhand einer nummerierten Titanprothese identifiziert werden, die ihm kurz zuvor bei einer Wirbelsäulenoperation eingesetzt worden war. Nur dieses Bauteil war nach dem Brand unversehrt geblieben. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von Mitarbeitern der Kriminalpolizei des südlichen Polizeibezirks der Hauptstadt übernommen und die Details blieben bis zum Gerichtsverfahren unter Verschluss. Um Mitternacht begaben sich Sergeant Georgi Dominic und ein weiterer Beamter zu Rosas Haus, um ihr die tragische Nachricht zu überbringen. Ihre auffallende Kälte überraschte die Polizisten jedoch. Als Sergeant Georgi sie bat, sie ins Haus zu lassen, lehnte Rosa ab und erklärte, die Kinder schliefen bereits und sie wolle sie nicht wecken. Auch die Aufforderung, zur Polizeistation zu fahren, um eine Aussage zu machen, wies sie zurück. Stattdessen zeigte sie den Beamten eine Nachricht, die angeblich von Pedro stammte und in der er schrieb, dass er weggehen müsse, aber bald zurückkommen werde. Bevor die Polizisten sie verließen, äußerte Rosa die Vermutung, ihr Ex-Mann Ruben könne für Pedros Tod verantwortlich sein. 24 Stunden nach der Entdeckung der Leiche wurde die Straße neben der Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben und ein Abschleppwagen brachte das Auto zu einem gesicherten Parkplatz, wo es bis zum Abschluss der Ermittlungen bewacht wurde. Aufgrund von Rosas Hinweis richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit zunächst auf Ruben, doch dieser konnte ein wasserdichtes Alibi vorlegen und wurde nahezu sofort von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Bereits zu diesem Zeitpunkt begannen Sergeant Georgi und weitere an der Untersuchung beteiligte Ermittler die Theorie zu entwickeln, dass niemand anderes als Rosa selbst die Täterin gewesen sei. Dieser Verdacht verstärkte sich, als sie herausfanden, dass Rosa eine heimliche Beziehung zu Albert unterhielt. Kurz darauf meldete sich Rosa erneut bei der Polizei, schilderte jedoch eine veränderte Version der Ereignisse. Sie erklärte nun, sie werde von einem Mann verfolgt und nannte den Namen Albert. Aufgrund der bereits bekannten Fakten und der offensichtlichen Widersprüche in ihrer Aussage vom 14. Mai 2017 schien Rosas Schicksal besiegelt. Ihr ungewöhnliches Verhalten beschleunigte lediglich den Prozess ihrer Festnahme sowie die ihres Liebhabers Albert. Die Ermittler waren nahezu überzeugt, dass Pedro in seinem eigenen Haus, in dem er mit Rosa lebte, getötet worden war. In ihrer Aussage behauptete Rosa, die gesamte Schuld liege bei Albert, der das Verbrechen angeblich aus Eifersucht begangen habe. Gleichzeitig sagte Albert gegen Rosa aus und erklärte, sie habe ihren Verlobten getötet, nachdem er sie angegriffen habe. Der Mann gab ohne Zögern zu, dass Rosa ihn gebeten habe, Pedros Leiche zu beseitigen, nachdem alles geschehen sei. Als beide jedoch aufgefordert wurden, den Ablauf dieses schicksalhaften Tages zu rekonstruieren, präsentierten sie völlig unterschiedliche und einander widersprechende Versionen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurde zudem in Rosas Schrank belastendes Material entdeckt. Die Polizeibeamten fanden dort Dokumente, Pedros Ausweis und Zugangsdaten sowie, besonders bedeutsam, sein Mobiltelefon. Für die Staatsanwaltschaft war es völlig klar, dass Pedros Tod ein vorsätzliches Verbrechen war, das von den beiden Liebenden begangen worden war. Um detailliertere Beweise zu erhalten, mussten die Polizisten das Mobiltelefon von Rosa entsperren, um mehr über ihre Aktivitäten zu erfahren. Dafür benötigten die Behörden fast ein Jahr. Und obwohl die Verzögerung erheblich war, lohnte sich dieser Aufwand, denn so konnten neue Details und weitere belastende Beweise gesammelt werden. Rosa wurde in Untersuchungshaft in das Gefängnis Vadras in Barcelona gebracht, wo mehrere Insassinnen später versicherten, dass sie ihnen geschildert habe, wie sie Pedro beseitigt habe. So erklärte eine ihrer Mitinsassinnen, dass Rosa gestanden habe, Pedro vergiftet zu haben. Ihren Worten zufolge habe sie eine Substanz in das Wasser gemischt, angeblich um ihren Verlobten nach einem weiteren Streit zu beruhigen.
In diesem Moment sei es ihr gelungen, das Gift unterzumischen, ohne Verdacht zu erregen. Rosas Töchter konnten ihre Mutter erst 2019 zum ersten Mal im Gefängnis besuchen. Ihr Vater Ruben hatte nichts dagegen und das Treffen fand unter seiner Aufsicht, der seiner Mutter sowie der Gefängnisverwaltung statt. Die Gefängnisangestellten berichteten später, dass dieses Treffen sehr fröhlich, herzlich und emotional gewesen sei. Rosa bat die Mädchen, ihr zu versprechen, dass sie wieder besuchen würden. Zur gleichen Zeit wurden die Ermittlungen zum Tod von Pedro fortgesetzt. Außerdem begann der Prozess wegen der Veröffentlichung eines intimen Fotos von Rosa und ihrem Liebhaber. Rosa behauptete, dass Oscar dieses Bild verbreitet habe, um sich an ihr zu rächen und ihrem Ruf unter ihren Kollegen zu schaden, was ihm im Grunde auch gelungen sei. Sie erlitt jedoch eine schwere Niederlage in diesem Verfahren, da das Gericht zu dem Schluss kam, dass es keine ausreichenden Beweise zur Stützung der Anklage gebe. Der stellvertretende Inspektor wurde daher freigesprochen. Zur gleichen Zeit weigerte sich Ruben, seinen Töchtern, die noch sehr jung waren, zu erlauben, ihre Mutter erneut im Gefängnis zu besuchen. Er hatte jedoch nie Einwände dagegen, dass die Mädchen ihre Großeltern mütterlicherseits trafen. In dieser Phase beklagte sich Rosa aus dem Gefängnis heraus, dass das Gerichtsverfahren angeblich von Beginn an entschieden gewesen sei. Der Prozess gegen Rosa und Albert begann am 3. Februar 2020 vor dem Hintergrund einer enormen medialen Aufmerksamkeit für diesen Fall. Staatsanwalt Felix Martin erklärte, es sei besonders wichtig, Rosas Persönlichkeit und ihr Verhalten in den Monaten vor der Tat genau zu analysieren, um die Verschwörung gegen ihren Partner zu rekonstruieren. Dieser verhängnisvolle Plan habe, so Martin, bereits in dem Moment begonnen, als sie ein Wegwerfhandy gekauft habe. Als Reaktion auf die Vorwürfe beharrte Rosa auf ihrer Unschuld und wiederholte immer wieder ihre Version, wonach Albert, als sie in jener Nacht nach Hause gekommen sei, mit einer Axt und einer Dienstwaffe bewaffnet vor ihrer Haustür gestanden habe. In ihrer Darstellung schilderte Rosa die Situation so, als sei sie sofort in den obersten Stock gegangen, um ihre Töchter um jeden Preis zu schützen, insbesondere vor den Geräuschen der Schläge und dem blutigen Geschehen nach der Tötung von Pedro. Die Anklage entgegnete, dass Pedro zu diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit unter dem Einfluss illegaler Substanzen gestanden habe, da er sich sonst zur Wehr gesetzt hätte und die Täter dabei Verletzungen erlitten hätten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft standen Rosa und Albert in den Stunden zuvor über ein von ihr erworbenes Einweg-Mobiltelefon in Kontakt. Rosa bestritt dies jedoch und versuchte sich selbst als Opfer darzustellen. Sie schilderte zahlreiche Details über die Panik, die sie in der Nacht des Verbrechens verspürt habe. Auch Antonia sagte vor Gericht aus. Ihre Aussage war erschütternd. Sie berichtete, dass die älteste Tochter von Rosa und Ruben Zeugin des blutigen Mordes geworden sei. Rosa wies dies entschieden zurück und erklärte, diese Aussage sei falsch. Zudem sagte sie aus, sie habe ein schlechtes Verhältnis zu Antonia und sehe in deren Aussage einen Versuch, ihre Töchter zu instrumentalisieren, um sie in ein schlechtes Licht zu rücken. Von zentraler Bedeutung war schließlich die Aussage von Sergeant Jordi. Er erklärte, dass nachgewiesen werden konnte, dass Rosa Pedros Mobiltelefon manipuliert habe, um Ruben die Tat anzulasten. Die Ortung von Mobiltelefonen erwies sich für die Anklage als entscheidend, da sie es ermöglichte, die genaue Chronologie und die Aufenthaltsorte beider Verdächtigen in der Tatnacht zweifelsfrei nachzuvollziehen. Mithilfe dieser Daten gelang es dem Sergeant noch am Tag der Verhandlung, die Schuld von Rosa und Albert zu beweisen. Alberts Anwalt, Hasse Luis Bravo, behauptete seinerseits, dass Rosa Peral seinen Mandanten für ihre eigenen Zwecke benutzt habe und bestand darauf, dass Albert lediglich an der Beseitigung der Leiche beteiligt gewesen sei. In seinem Schlussplädoyer kam der Staatsanwalt zu dem Ergebnis, dass Rosa eine manipulative Person sei, die andere leicht täuschen könne und bereit sei, ihren Charme einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Der Staatsanwalt fügte sogar hinzu, dass Rosa, wenn man sie 2 Stunden lang mit jemandem in einem isolierten Raum einsperren würde, jeden von ihrer Unschuld überzeugen könne. Ende März 2020, nach 6 Tagen der Beratungen, befanden 8 von 10 Geschworenen beide Angeklagten für schuldig des brutalen Mordes an dem Polizisten Pedro Rodriguez. Rosa Peral wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, Albert López Ferrer zu 20 Jahren.
Darüber hinaus mussten beide Verurteilten der Familie des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 94.297 $ zahlen. Rosa und Albert legten gegen das Urteil Berufung ein, jedoch ohne Erfolg, da sowohl der oberste Gerichtshof von Katalonien als auch der oberste Gerichtshof von Spanien die Entscheidung später bestätigten. Antonia erklärte später gegenüber den Medien, dass sie nicht zulassen konnte, dass Ruben wegen Falschaussage vor Gericht in einer derart schwerwiegenden Angelegenheit angeklagt werde. Rosa ließ ihr Haus, was nicht verwunderlich war, auf den Namen ihres Vaters eintragen, um sich für zahlungsunfähig zu erklären und die Zahlung der Entschädigung an Pedras Angehörige zu vermeiden. Bereits im Gefängnis versuchte Rosa, einen Auftragskiller anzuwerben, um Ruben zu beseitigen, da er ihrer Ansicht nach ihren Töchtern den Kontakt zu den Großeltern untersagte. Zu diesem Zweck plante sie, 32.000 $ aufzubringen. Die Polizei konnte dies nicht beweisen, begleitete Ruben jedoch aus Sicherheitsgründen eine Zeit lang. Eine der großen Streaming-Plattformen plante, eine Serie über diesen Fall zu produzieren, doch Rosa bat um eine Vorabansicht, da ihrer Meinung nach die Fakten in der Serie verfälscht werden könnten, was ihre Ehre und die ihrer Kinder beeinträchtigen würde. Der Anwalt von Rosa drohte der Plattform sogar damit, im Falle einer Ablehnung einen Antrag beim Gericht zu stellen. Dieser Antrag wurde jedoch später ignoriert. Die Serie mit dem Titel Leiche im Feuer wurde am 8. September 2023 veröffentlicht und ist bis heute das meistgesehene Projekt auf der Plattform. Es ist anzumerken, dass in der Serie andere Namen verwendet und einige Fakten verfälscht wurden. Zusätzlich entstand ein etwa 1,5-stündiger Dokumentarfilm mit dem Titel Lenti Rosie, Rosas Bänder, in dem der Fall so dargestellt wurde, als sei Rosa tatsächlich unschuldig. Der Film löste erhebliche Kritik aus, auch von Seiten der Beteiligten, die nicht erwartet hatten, zu welchem Schluss er gelangen würde. Unterdessen übernahm Rosas Vater die Initiative, die Kinder ins Gefängnis zu begleiten, damit sie ihre Mutter besuchen konnten. Tatsächlich versuchte er bis zuletzt, die Unschuld seiner Tochter vor Gericht zu verteidigen. Derzeit befinden sich Rosas Töchter, wie auch in der Serie dargestellt, in der Obhut von Ruben. Albert absolvierte während seiner Haft im Gefängnis Quatre Camins zahlreiche Ausbildungsprogramme. Er studierte Rechtswissenschaften und schloss das Studium ab, erwarb mehrere Zertifikate in Englisch und nahm an verschiedenen Weiterbildungen in Informatik und Programmierung teil. All dies ermöglichte es ihm, gemeinsam mit anderen Inhaftierten eine Website für das Gefängnis aufzubauen und zu betreiben, über die Produkte verkauft werden, die von Gefangenen in den Werkstätten der Haftanstalt hergestellt werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.